Hallo, darf man eigentlich Polizisten filmen? Tja, in dem Video will ich euch eine kleine Antwort dazu geben. Kleine Antwort. Prinzipiell ist es so, oder es war so. Polizisten agieren meistens im öffentlichen Raum und sofern für diesen öffentlichen Raum kein spezielles Aufnahmeverbot herrscht, darf ich natürlich filmen. Zu den Feinheiten komme ich eigentlich nachher. Jetzt kommen wir mal zu dem Stand, den es aktuell eigentlich noch so gibt. Oder gegeben hat. Ich darf filmen, weil jeder hat ein Handy, ich kann filmen, solange ich keine Amtshandlung störe. Das heißt, sperren die irgendwas ab oder würde ich die stören in Ausübung ihrer Tätigkeit oder auch bei Rettungskräften. Ich kann nicht einfach als schaulustig auf der Seite stehen und filmen, wenn ich dann die Rettungskräfte störe. Außerdem ist es natürlich moralisch sehr fragwürdig, wenn ich jetzt da ist er verletzt und nicht filme, ist es natürlich sehr fraglich und moralisch denkwürdig, wenn ich da jetzt einfach mein Handy zücke und mitfilme. Wozu eigentlich auch? Ja. Bei Polizisten ist was anderes. Anders. Es kommt natürlich immer auch darauf an, kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren. Prinzipiell ist es so, Polizisten agieren halt im öffentlichen Raum. Im öffentlichen Raum kann ich filmen, aber nicht veröffentlichen einmal fürs Erste. Ja? Also noch einmal. Ich darf nicht im Weg stehen, keine Amtshandlung stören. So ein Video kann durchaus auch als Beweiskraft vor Gericht gelten, wenn ich zum Beispiel irgendwas aufnehme oder wo ein Polizist zum Beispiel seine Macht ausnützt quasi. Also die kurze Antwort lautet eigentlich, vielleicht trotzdem nicht ja, sondern vielleicht, weil es gibt ja auch noch die DSGVO. Aber zu der komme ich dann gleich nochmal ganz kurz, weil ich habe da schon ein anderes Video gemacht. Den Link findet ihr in der Beschreibung bzw. oben in einer Infokarte. Bis zum letzten Jahr, Mitte letztes Jahr war es so, die Antwort, ja, ich darf Polizei filmen, veröffentlichen, mehr oder weniger, je nachdem, wenn ich eine Amtshandlung oder irgend sowas veröffentliche, stelle ich es natürlich zur Schau. Ist es natürlich das jetzt etwas nicht Positives, dann ist es natürlich ein nicht Positives zur Schau stellen. Das heißt, ich kann vielleicht quasi eine Hetzjagd auf einen Polizisten oder einen Amtsträger lostreten. In so einem Fall muss natürlich, und zwar wirklich muss, das ist kein du darfst, du sollst, sondern du musst, wenn du sowas machst, und das ist wirklich nicht gut für den Polizisten, wenn man ein bisschen nachdenkt, dann darf der Polizist nicht zu erkennen sein. Also Gesicht auspixeln, Balken drüber, was auch immer, oder komplett ausblurren, so dass man wirklich eigentlich gerade vielleicht nicht mehr erkennen kann, dass es Polizei ist, aber ansonsten nichts. Selfies, von denen würde ich auch abraten, weil natürlich jetzt wird hinter mir ein Typ angeschossen oder verhaftet oder sowas und ich stehe vorne und mache ein Selfie, schaut auch nicht gerade cool aus. Ne? Das ist mal die Antwort. Jetzt ist aber so, seit Mitte 2018 gibt es die DSGVO, wie gesagt, Link, Beschreibung und Infokarte. Ist es so, dass das Personen sind, natürlich, Polizisten sind auch Personen. Polizisten, damit würde ich die Daten, personenbezogene Daten verarbeiten, indem ich sie aufnehme. Früher war es so, wie gesagt, aufnehmen, kein Problem, beim Veröffentlichen muss ich ein bisschen aufpassen. So. Jetzt ist es so, an und für sich, filmen ist auch ein Problem, weil DSGVO darf keine Daten, ist nicht in meinem öffentlichen Interesse, ich bin keine Behörde, ich bin kein Journalist zu journalistischen Zwecken, das betrifft nicht die Kunst, es betrifft nicht die Forschung und es dient nicht zu irgendwelchen lebensrettenden Interessen oder sowas. Das heißt, ich bin nicht einmal befugt eigentlich, den zu filmen, ohne sein Einverständnis. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei einer Amtshandlung noch geschwind der DSGVO unterschreibt, wo drin steht, ja, er weiß, was mit seinen Daten passiert. Das kann er mir einfach nicht vorstellen. Also, kurze Rede, langer Sinn. Früher durfte man es, heutzutage sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Will man wirklich komplett gesetzeskonform sein, müsste man eigentlich den jeweiligen Polizisten, und für Amtshandlungen sind ja mehrere Personen beteiligt, das heißt mehrere Polizisten, Schaulustige, Opfer oder Verdächtiger oder derjenige, der halt auch Teil der Amtshandlung ist, dann ist es natürlich so, ich bräuchte von allen eigentlich eine Unterschrift.
also so eine Einwilligung, und zwar nicht nur mündlich oder vor der Kamera, sondern eigentlich schriftlich. Und die haben natürlich die Möglichkeit, dann jederzeit wieder ihre Einwilligung zurückzuziehen und zu sagen, ja, du musst das jetzt löschen. Schlecht. Also wenn ihr ganz gesetzeskonform sein wollt, dann müsst ihr das so machen. Wenn ihr sagt, okay, ja, ihr seid mit der DSGVO und es gibt auch so viele Graubereiche und die sollen das endlich mal klären und so weiter. Wenn ihr das Risiko eingehen wollt, gilt die alte Regel, die sagt, filmen ja beim Veröffentlichen. Aufpassen. Egal was ihr macht, egal ob es euch rechtlich da ein bisschen weit aus dem Fenster lehnt oder nicht, wichtig ist, stört keine Amtshandlung, stellt euch den Rettungskräften, Polizeikräften nicht in den Weg, versucht es nicht im Mittelpunkt zu stehen oder als Schaulustiger. Es behindert Leute, es behindert die Arbeit der Polizisten, die wirklich einen harten Job haben, eben auch durch Schaulustige und Leute, die einfach nicht gut mit der Polizei können. Behindert deren Arbeit nicht. Irgendwann mal könnt auch ihr Opfer sein und dann braucht sie die Leute. Seid nett zu denen, ja. Die haben echt einen scheiß Job und verdienen echt nicht viel und das ist immer wieder auch riskant und lebensgefährlich, was die machen, ja. Berücksichtigt das. Und wenn ihr mal was filmt, weil ihr sagt, okay, das ist einfach eine überschreitet seine Grenzen, ein Polizist, und ihr wollt es einfach belegen können oder sowas und ihr filmt das, dann bitte, solltet ihr das veröffentlichen, dann schaut, dass die Polizisten unkenntlich macht oder am besten geht es vorher zu einer Dienststelle, zeigt es einem Kollegen von dem oder einer anderen Dienststelle, geht hin, redet mit den Leuten, die sagen euch dann die sind freundlich. Die sagen auch, hey, du musst das Video löschen, nicht aus dem Grund, weil das ein Amt missbraucht hat, sondern hey, weil es einfach nicht in Ordnung ist oder weil das einfach so Probleme verursachen kann gesetzlich, Strafen nach sich ziehen kann. Ja? Wenn er sagt, okay, passt, ja, können wir verwerten, gib uns das Video so, aber dann werden sie sagen, veröffentlichen, nicht veröffentlichen. Passt ein bisschen drauf auf. Ja? Gerade bei uns in der EU, ich meine, so viel Amtshandlungen, Filmen wird nicht passieren. Ja, wir sind ja nicht in Amerika, wo es, weiß nicht, anteilsmäßig haben wir jetzt in Österreich zum Beispiel relativ wenig Einwohner, das heißt natürlich anteilsmäßig weniger Kriminalfälle oder sowas, aber trotzdem sind genug da. Aber bitte, es sind auch nur Menschen, wie du und ich, ja, die machen auch nur ihren Job. Seid ein bisschen gnädig, denkt ein bisschen mit, Hausverstand einschalten, Gehirn einschalten. Ja, das war's mit dem Video über darf ich Polizisten filmen? Habt ihr schon mal einen Amtsmissbrauch gesehen? Wolltet ihr sowas schon mal filmen? Habt ihr sowas schon mal gefilmt? Habt ihr Probleme dabei gekriegt? Wie ist es ausgegangen? Schreibt es mir in den Kommentaren, lasst ein Gefällt mir da und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben, wenn neue Videos rauskommen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!